Guten Tag, ich begrüße Sie zum Modul 6, zum zweiten Teil Herausforderungen der multilingualen Textanalyse, sprachübergreifende Alignierung. Im ersten Teil dieses Moduls haben wir uns mit automatischer Sprachidentifikation und Code-Switching beschäftigt, also mit der Berechnung, wie man die Sprache eines gegebenen Textsegments bestimmen kann. Im zweiten Teil geht es um parallele Korpora, also übersetzte Texte, und wie man die Teile eines solchen parallelen Korpus möglichst gut und möglichst detailliert aufeinander beziehen kann, die sogenannte sprachübergreifende Alignierung. Und wir beschäftigen uns hier sowohl mit Satzalignierung als auch mit Wortalignierung. Doch zunächst ein Blick auf parallele Korpora. Das sind Texte, die übersetzt in zwei oder mehr Sprachen vorliegen. Ein paar Beispiele dazu. Die Texte des Europäischen Parlaments, Europal genannt, sind sehr bekannt und darauf werde ich gleich noch genauer eingehen. Aber auch die Texte des kanadischen Parlaments, Canadian Hansard, werden als parallele Korpora benutzt. Die Gesetzessammlungen der Europäischen Union oder auch die Gesetzessammlungen der Schweiz in 3 bzw. 4 Sprachen. Filmuntertitel liegen in großen Mengen in vielen Sprachen vor. Die Untertitel der TED Talks sind in mehrere Dutzend Sprachen übersetzt und verfügbar und schließlich auch große Sammlungen von Patenttexten in einigen großen Sprachen. Sie sehen, es ist eine große Menge von unterschiedlichen Textsorten, die als parallele Korpora verfügbar sind. Ein kleiner Blick noch speziell auf das Europal-Korpus, das die im Europäischen Parlament gesprochenen Äußerungen gesammelt hat. Und das sind große Mengen von Texten. Wir sehen hier zum Beispiel für das Deutsche sind dort 47 Millionen Wörter, 2,1 Millionen Sätze in diesem Korpus. Für die anderen Sprachen der Europäischen Union, die auch schon seit langer Zeit in der EU vertreten sind, sind es Textsammlungen in vergleichbarer Größenordnung, während für die Sprachen, die erst bei der letzten Erweiterung der Europäischen Union hinzugekommen sind, entsprechend kleinere Textmengen vorliegen. Alle diese Texte sind mittlerweile aufbereitet und liegen für linguistische, computerlinguistische und andere Untersuchungen im Internet vor, sodass man sie leicht für eigene Untersuchungen, für eigene Forschungen benutzen kann. Ein Beispiel, was man dort findet: Sie sehen hier eine kurze Äußerung, sehr nah an der gesprochenen Sprache. Vielen Dank, Herr Senyi, das will ich gerne tun. Thank you, Mr. Senyu, I shall do so gladly. Aber teilweise sind es natürlich auch längere Äußerungen, wie hier im zweiten Teil. Wie Sie sicher aus der Presse und dem Fernsehen wissen, gab es in Sri Lanka mehrere Bombenexplosionen mit zahlreichen Toten. Eine Äußerung aus dem Januar-Sitzung von 2000, die entsprechend in den Sprachen vorliegen, die damals Mitglieder der Europäischen Union und offizielle Sprachen der Europäischen Union waren. Nun, wenn wir solche parallelen Korpora nutzen möchten, dann werden diese Korpora nützlicher durch Alignierung. Und Alignierung kann auf allen Ebenen der Sprachstruktur stattfinden, von Absatz zu Absatz, von Satz zu Satz und dann eben auch von Wort zu Wort. Beginnen wir mit den Verfahren zur automatischen Satzalignierung. Die Fragestellung ist folgende: Gegeben sei ein Paar von übersetzten Dokumenten, D1 und D2 in 2 Sprachen. Dann ist die Aufgabe der automatischen Satzalignierung: Bestimme, welcher Satz S1 im Dokument D1 eine Übersetzung ist von welchem Satz S2 im Dokument D2. Die Alignierung von mehreren Sätzen in D1 mit einem Satz in D2 ist natürlich möglich. Wir haben ja häufig den Fall, dass 2 kurze Sätze in einem Dokument, in Deutsch sagen wir,
Übersetzungen sind von einem langen Satz in dem übersetzten Dokument in der zweiten Sprache, sei es zum Beispiel Englisch. Bei den Verfahren zur automatischen Satzalignierung gehen wir immer davon aus, dass die Sätze in beiden Texten in derselben Reihenfolge vorliegen. Diese Alignierungsverfahren basieren typischerweise auf einem Längenvergleich der Anzahl Zeichen pro Satz, also Anzahl Buchstaben, Satzzeichen, Leerschläge und so weiter, werden aufsummiert und verglichen und der Algorithmus berechnet dann darauf, welche Sätze sich wahrscheinlich entsprechen. Der Algorithmus profitiert außerdem von sogenannten Ankerwörtern, das heißt Wörtern, die in den beiden Sprachen gleich sind, also zum Beispiel Zahlen, Zahlwörtern. Hier in dem Fall, wenn im Deutschen 2005 steht, steht das vermutlich im Französischen auch. Aber man muss daran denken, dass es einige Konventionen gibt, wie zum Beispiel, dass bestimmte Zahlen in manchen Sprachen in arabischen Ziffern geschrieben werden und in anderen als römische Zahlen ausgedrückt werden. Andere typische Ankerwörter sind Eigennamen, seien es Namen von Personen, hier im Beispiel Angela Merkel, oder auch Namen von geografischen Bezeichnungen. Dort ist aber zu beachten, dass die teilweise übersetzt sind, sodass also das deutsche Wort Matterhorn im Französischen eben nicht als Matterhorn steht, sondern den französischen Namen dort gefunden wird. Man muss also entsprechende Wortlisten dann berücksichtigen. Und drittens können Ankerwörter auch ähnlich geschriebene Wörter sein, wie zum Beispiel Lokomotive, Locomotive im Englischen oder Lokomotiv im Französischen, die man eben auch benutzen kann, um die satzübergreifende Alignierung zu berechnen. Hier ist ein Beispiel, wie das aussehen kann aus dem Text- und Werkkorpus. Man beginnt dann mit dem ersten Satzpaar, schaut, ob das von der Länge ungefähr übereinstimmt. Das ist hier der Fall. Man geht weiter zum zweiten, zum dritten und hier sehen wir, dass wir auf der deutschen Seite einen sehr langen Satz haben, auf der französischen Seite einen kurzen. Dann wird geschaut, wenn man den nächsten Satz im Französischen mit dazu nimmt, ob dann aufgrund von Ankerwörtern die Entsprechung gegeben ist. Wenn ja, dann wird der dazugezogen und der Algorithmus funktioniert dann mit den weiteren Satzpaaren weiter. Das heißt, wir haben hier an der Stelle des langen Satzes im Deutschen, der ja eigentlich eine Aneinanderkettung von zwei Sätzen ist, wo wir die Satzgrenze nicht richtig erkannt haben, dass dort im Französischen entsprechend zwei Sätze dem entsprechen. Ein Programm, das das recht schön macht, ist das Programm Intertext, ein frei verfügbares Programm, das Sie im Internet finden. Dort können Sie einen solchen parallelen Text hineinladen und auf Knopfdruck werden dann die Satzalignierungen berechnet. Das ist ein Algorithmus, der im System Hanneline implementiert ist. Dieses Programm gibt es auch als eigenständiges Programm oder eben integriert in Intertext. Ich empfehle, das Intertext zu benutzen, denn es hat eine sehr schöne Benutzeroberfläche, die Sie hier sehen. Mit Gelb sind die besonderen Fälle hier hervorgehoben, wo das System entsprechend keine 1:1 Übersetzungen hatte, sondern 2:2 oder auch 1:0 Übersetzungen hatte. Wir sehen das unten, wo ein italienischer Satz gar keine Entsprechung im Englischen hat. Und diese Alignierungen können Sie im Intertext-System dann auch manuell korrigieren und anpassen, bis Sie die Qualität erreicht haben, die Sie haben möchten. Insgesamt funktioniert die automatische Satzalignierung aber gut bei vielen Texten, die halbwegs eng übersetzt sind, wo also nicht zu viele Auslassungen enthalten sind. Wenn wir Texte haben, die sehr unterschiedlich sind, dann sollte man ein anderes Verfahren anwenden,
zur Satzalinierung, das dann bereits auf maschineller Übersetzung beruht. Die Idee ist, wir haben einen Satz S1 im Ausgangsdokument, den übersetzen wir mit einem maschinellen Übersetzungssystem in die Sprache des Zieldokumentes, also beispielsweise Französisch. Und wenn dann der automatisch übersetzte Satz ähnlich ist wie der Satz im Zieldokument, dann werden die beiden aligniert. Das heißt, wir brauchen ein maschinelles Übersetzungssystem, das dieses Sprachpaar behandeln kann, um dieses Verfahren anwenden zu können. Und das ist dann besonders geeignet für Texte mit Einschübungen, Weglassen, mit vielen OCR-Fehlern. Wir sagen Texte, in denen sehr viel Rauschen vorliegt. Ein Verfahren, wo das implementiert wurde, nennt sich Bleueline und es ist ebenfalls ein frei verfügbares System, das Sie für solche Texte nutzen können. So viel zum Thema Satzalinierung. Nun kommen wir zur Wortalinierung. Die Fragestellung ist nun, wir haben ein Paar übersetzter Sätze, S1 und S2. Und die Aufgabe besteht darin, bestimme, welches Wort W1 im Satz S1 ist eine Übersetzung von welchem Wort W2 im Satz S2, in der Zielsprache, in der zweiten Sprache. Auch hier ist es möglich, dass wir Alinierungen von Wortgruppen aus dem einen Satz haben können, die mit einzelnen Wörtern in dem anderen Satz aligniert werden. Und wir können nicht davon ausgehen, dass die Wörter in beiden Sätzen in derselben Reihenfolge stehen. Das heißt, Wortalinierung ist inhärent ein komplizierteres, ein komplexeres Problem als automatische Satzalinierung. Wir sehen hier ein Wortalinierungsbeispiel, wo auf der linken Seite ein deutscher Satz steht, auf der rechten ein französischer Satz und wir sehen aufgrund der Pfeile die Wortalinierung mit den überkreuzenden Pfeilen, die andeuten, dass die Wortreihenfolge nicht identisch ist und auch das müssen wir bei der automatischen Wortalinierung berücksichtigen. Jetzt, wie funktioniert dieses System? Automatische Wortalinierung basiert auf dem gemeinsamen Auftreten der Wörter in übersetzten Sätzen. Die Idee ist, nehme alle deutschen Sätze, in denen ein bestimmtes Wort, also zum Beispiel das Wort Haus vorkommt, schaue die übersetzten französischen Sätze an, welches ist das häufigste Wort in diesen parallelen französischen Sätzen, dann finden wir heraus, dass es das Wort Maison ist. Daraus schließen wir, dass Maison eine Übersetzung, die Übersetzungsentsprechung des deutschen Wortes Haus ist. Voraussetzung dafür ist, dass wir große parallele Korpora haben, damit wir genügend statistisches Material haben. Das ist intuitiv, wie das funktioniert. In der Praxis wird ein komplexer Algorithmus dafür verwendet, der Expectation Maximization Algorithmus heißt, der dieses Verfahren natürlich für alle Wörter im Satz quasi gleichzeitig macht und daraus die wahrscheinlichste Wortalignierungsabbildung berechnet. Es gibt ein frei verfügbares Programm namens GISA++, das man für automatische Wortalignierung benutzen kann. Man erhält dann Wortalignierungsmatrizen. Das kann zum Beispiel so aussehen. Wir haben in der vertikalen der deutsche Satz, es war die Zeit, in der Portugal und Spanien die Welt unter sich aufgeteilt hatten. In der horizontalen die entsprechende englische Formulierung. It was an age in which Portugal and Spain had divided the world between themselves. Sie sehen, die automatisch berechnete Alignierung für das Wort Zeit ist hier age. Für das Wort die ist keine Alignierung gefunden worden, wahrscheinlich weil in dem Korpus, das wir hier benutzt haben, der unbestimmte Artikel an in nh sehr selten mit dem bestimmten Artikel die zusammen vorkommt, sodass das Alignierungssystem dort keinen Vorschlag berechnet hat.
Sie sehen, dass auch bei Wörtern, die nicht in der gleichen Reihenfolge stehen, wie hier das aufgeteilt hatten, das im Deutschen mit dem englischen had divided aligniert werden muss, eine gute Alignierung gefunden wurde. Es gibt aber dann auch Alignierungsfehler. Das aufgeteilt ist außerdem noch mit nh aligniert worden. Das ist falsch. Soll Ihnen ein Bild davon geben, dass automatische Wortalignierung nicht perfekt funktioniert, dass aber auf der Basis dieses statistischen Alignierungsverfahren durchaus nützliche Ergebnisse zu erreichen sind. Das Ganze kann dann auch in multiparalleler Art und Weise funktionieren. Wir haben hier Wortalignierung berechnet zwischen Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch und Italienisch. Ich habe das Wort Partnership im Englischen angewählt und Sie sehen, dass dort Partnerschaft, Kollaboration gefunden wird und die Entsprechungen auch im Französischen und Italienischen ganz gut sind. Es wird außerdem noch eine falsche Alignierung angezeigt, hier eine zusätzliche Alignierung im Französischen, die dann entsprechend eine überflüssige Alignierung ist. Sie sehen auch hier, die Alignierung wird gerichtet berechnet. Das heißt, diese gelbe Alignierung von Accord im Französischen ist nur vom Französischen in das Englische, aber nicht in umgekehrte Richtung berechnet worden. Und das kann man sich zunutze machen, wenn man also Wortalignierung bereinigen möchte. Ich fasse zusammen. Die Alignierung ist ein wichtiger Schritt bei der Aufbereitung paralleler Corpora. Satzalignierung funktioniert über den Vergleich der Satzlängen oder in Spezialfällen über maschinelle Übersetzung. Wortalignierung basiert auf dem gemeinsamen Auftreten von Wörtern in alignierten Sätzen. Die Alignierungsinformation wird dann in XML abgespeichert und kann für weitere Untersuchungen genutzt werden. Parallele Corpora sind spannend, weil durch die Zusatzinformation der Übersetzung viele Informationen in der Ausgangssprache zusätzlich vorliegt und Disambiguierungen vorgenommen werden können. Damit möchte ich dieses Modul beschließen und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.